Since October 7th, I've found it hard to breathe. I feel the catastrophe in my body, but it's not in this show. Am 22. November 2024 eröffnet die amerikanisch-jüdische Künstlerin Nan Goldin ihre Ausstellung This Will Not End Well in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. In ihrer Eröffnungsrede geht es vor allem um eins: Israel und den auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober folgenden Krieg in Gaza. Doch sie richtet ihren Blick auch nach Deutschland. Why am I talking to you, Germany? Denn jegliche Kritik an Israel würde mittlerweile als antisemitisch gebrandmarkt werden. Goldin stellt außerdem klar, was für sie kein Antisemitismus sei: Antizionismus. Anti-Zionism has nothing to do with anti-Semitism. Die Rede polarisiert. Einerseits erhält Nan Goldin immer wieder frenetischen Beifall aus dem Publikum. Andererseits gibt es im Nachhinein starke inhaltliche Kritik an manchen ihrer Aussagen. Wir wollen uns inhaltlich mit zwei Begriffen aus ihrer Rede auseinandersetzen: Israel-Kritik und Antizionismus. Zum einen stellen wir die Frage, ab wann Kritik an Israel antisemitisch ist. Zum anderen klären wir, was Antizionismus ist und gehen Goldins Aussage nach, dass Antizionismus nichts mit Antisemitismus zu tun habe. Wir gehen rein. Wir fangen an mit Frage 1. Wann ist sogenannte Israel-Kritik wirklich antisemitisch? Die Wissenschaft sagt, Kritik ist dann antisemitisch, wenn mit antisemitischen Stereotypen über Israel und Israelis gesprochen wird, Jüdinnen und Juden weltweit für die israelische Politik verantwortlich gemacht werden, Ansprüche und Maßstäbe an den Staat Israel gestellt werden, wie sonst an keinen anderen Staat, oder Israel seine Existenzberechtigung abgesprochen wird. Okay, das klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert. Die Grenze zwischen Antisemitismus und Kritik sollte so gesehen doch einfach zu halten sein, oder? Oder? Ich frage mich, braucht es Kritik an Israel oder reicht nicht Kritik an der israelischen Regierung, wo es sicher einiges zu kritisieren gibt, die zu formulieren? Warum gibt es sozusagen dieses starke Bedürfnis, an einem ganzen Staat Kritik zu üben? Und das ist dann sozusagen der andere Punkt der Abgleitung, dass man dann ganz schnell schon an dem Punkt ist, wenn ich Kritik an dem ganzen Staat übe, übe ich eigentlich Kritik daran, dass es ihn überhaupt gibt. Und da würde ich eben sagen, diese Grenze ist dann schon verschoben einfach. Weil wenn es nur noch um die pure Ablehnung, um den Israel-Hass geht, geht es nicht mehr um Kritik, es geht nicht mehr um irgendwas, was auch produktiv in einem Diskurs sein könnte. Kritik an der israelischen Regierung ist also nicht das Problem. Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Denn bei der Behauptung, auf jede Kritik an der israelischen Regierung folge ein Antisemitismusvorwurf, geht es oft eher darum, Israel das Existenzrecht absprechen zu dürfen. Sanktionsfrei und ohne Gegenrede. Und das führt uns unweigerlich zu unserer zweiten Frage. Was haben Antisemitismus und Antizionismus miteinander zu tun? Um zu verstehen, was Antizionismus ist, müssen wir erstmal klären, was sein Gegenpart ist: Zionismus. Grob runtergebrochen kann man sagen, dass der Zionismus eine sehr diverse politische Bewegung des 19. Jahrhunderts war, die wegen des grassierenden Antisemitismus in Europa einen sicheren Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden schaffen wollte, also einen Nationalstaat. Nach der Gründung des Staates Israel erhält der Begriff unterschiedlichste Aufladungen. Gemeinsamer Nenner dabei ist, dass ZionistInnen für die Existenz des israelischen Staates sind, also einen jüdischen Staat in der historischen Ursprungsregion des Judentums. Wie dieser aber letztendlich aussehen soll? Naja, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Für den Großteil der Jüdinnen und Juden weltweit ist der Zionismus eine Art Rückversicherung. Der Staat Israel bietet ihnen dabei Sicherheit, wenn der Antisemitismus in anderen Ländern zu gefährlich wird. Wer also den Staat Israel ablehnt, nimmt Jüdinnen und Juden diese Rückversicherung. Ursprünglich war Zionist vor allem eine Selbstbezeichnung von Jüdinnen und Juden. Heute wird der Begriff oft als Kampfbegriff gegen sie gebraucht. Der Begriff Zionisten wird insofern genauso verwendet wie früher, früher in der antisemitischen abendländischen Geschichte der Begriff Jude. Ja, nämlich abwertend, von vornherein abwertend. Das ist Martin Kloke. Er ist Politik- und Sozialwissenschaftler und befasst sich unter anderem mit der Geschichte der deutsch-israelischen und der christlich-jüdischen Beziehung. Wer als Zionist bezeichnet wird, wer so gelesen wird, der hat dann auch im Diskurs keine Chance mehr. Und dann ist auch keine Analyse mehr der Fakten möglich, ja, sondern man bewegt sich eigentlich nur noch auf der Ebene von
Leidenschaften, von Emotionen. Das ist geradezu eine Obsession. Der Antizionismus, also der Gegenpart zum Zionismus, entstand im 19. Jahrhundert und war anfangs vor allem innerhalb der jüdischen Community vertreten. Die ersten AntizionistInnen lehnten die Idee eines jüdischen Staates entweder aus religiösen Gründen ab oder weil sie die jüdische Assimilation in die europäischen Gesellschaften vorzogen. Die Haltung vieler Antizionisten änderte sich jedoch nach den Schrecken der Shoah, die deutlich machte, wie wichtig ein jüdischer Staat gewesen wäre. Heute dagegen ist Antizionismus in Deutschland in erster Linie eine politische Haltung, die seit den 1960er Jahren vor allem von Nichtjüdinnen und Juden vertreten wird. Dabei wird zum Teil weder die Notwendigkeit noch die Berechtigung eines jüdischen Staates anerkannt. Antizionistinnen und Antizionisten sehen in dem Nahostkonflikt keinen Immobilienstreit. Ja, in einem Immobilienstreit kann man an den Verhandlungstisch gehen und sagen, wir versuchen jetzt mal eine Lösung zu finden, einen Kompromiss, mit dem beide Seiten nicht glücklich sind, aber mit dem sie leben können. Für Antizionisten ist das ein grundsätzlicher Konflikt, nämlich der, dass die arabisch-palästinensische Seite einen exklusiven Anspruch auf Palästina hat. Da werden auch unterschiedliche Maßstäbe angelegt an die jüdische Emanzipationsbewegung im Unterschied zu anderen Gruppierungen. Gerade in der politischen Linken gesteht man jeder Befreiungsbewegung, ob in Südamerika oder sonst wo im globalen Süden, zu, dass sie sich sozusagen selbst emanzipieren darf, ein Recht hat auf Selbstbestimmung. Nur diese kollektive Selbstbestimmung wird im Antizionismus den Jüdinnen und Juden nicht zugestanden. Okay, aber wie ist denn jetzt das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus? Im Antizionismus wird das Existenzrecht Israels abgelehnt. Heutzutage oft aus ideologischen Gründen. Damit wirkt er faktisch antisemitisch. Denn er entzieht Jüdinnen und Juden ihren Schutzraum. Und das kann man eigentlich nur gutheißen, wenn man entweder glaubt, dass Antisemitismus kein Problem mehr darstellt oder es eben nicht so schlimm findet, wenn Jüdinnen und Juden nicht sicher sind. Trotzdem finden antizionistische Positionen lauten Widerhall, besonders in der Kunstszene. Das Hinweisen darauf, dass das antisemitische Positionen sind, wird als ungerechtfertigter Antisemitismusvorwurf wahrgenommen. Dann heißt es, man darf ja gar nichts mehr sagen, obwohl man es die ganze Zeit sagt. Auf Bühnen und Podien, in offenen Briefen und Interviews, auf Social Media und. Es wird immer so getan, wenn von Israel-Kritik oder der Kritik an Israel die Rede ist, dass es eigentlich etwas wäre, was ein Tabu bricht, was sich gegen eine Übermacht wendet, was sich gegen eine Zensur oder so wendet. Und damit ist natürlich schon ein Problem mit drin, weil es in den Imaginationsraum des Antisemitismus kommt. Dass es eben eine übermächtige Kraft gibt, die mir verbietet zu sprechen, obwohl ich ja eigentlich gerade das Wahre oder so sagen würde. Die im Kunst- und Kulturbereich sehr präsenten und lauten antizionistischen und anti-israelischen Positionen, wie auch das Desinteresse, sich ernsthaft mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, machen es für viele israelische und jüdische KünstlerInnen schwer, sich dort sicher zu fühlen. Also was tun? In Berlin ist aus diesem Grund beispielsweise das Open Arts Hub gegründet worden. Und um euch einen kleinen Einblick zu geben, was die so machen, ist hier jetzt Sarah Rost vom Open Arts Hub. Der Open Arts Hub Berlin ist ein neues Projekt zur Unterstützung von Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen im Umgang mit Antisemitismus. Wir bringen Kunst, Kulturschaffende und Institutionen zusammen, um drängende Fragen zu diskutieren. Wie hat sich der Umgang mit Antisemitismus im Kulturbereich verändert? Welche Verantwortung tragen Institutionen und welche Impulse braucht es jetzt? Mehr Infos und Kontakt zum Open Arts Hub findet ihr auf unserer Website unten in der Videobeschreibung.